Wir sind auf dem Weg nach Klüsserath zum großen internationalen Wohnmobiltreffen. Darüber möchte ich in diesem Video berichten und auch so ein bisschen auf unsere zurückliegende Reise gibt es auch so ein paar Informationen in diesem Video. Herzlich willkommen dazu. Wir sind seit dem 21. Mai auf Reisen, waren zwischenzeitlich, ja das sind ca. 40 Tage, waren zwischenzeitlich in den Niederlanden, wir waren in Belgien, wir waren in Frankreich, wir waren an der Mosel, wir sind dann nördlich von Berlin gewesen und. Wir haben insgesamt 18 Stationen angefahren, verschiedene Treffen besucht. Und darüber werde ich irgendwann, nicht irgendwann, aber in nächster Zeit immer mal wieder berichten über die Stellplätze, die wir dort dann genutzt haben. Ich blende mal die Route, die wir gefahren sind, ein, und zwar von meinem Trekivi-Trecker. Der zeichnet ja meine Route haargenau auf und auch mit den Übernachtungen. Er weiß ganz genau, wo wir wann übernachtet haben. Das zeige ich mal oder blende das hier mal ein. Dann hat man schon mal so einen groben Überblick, wie unsere Reise verlaufen ist. Andererseits können wir natürlich oder alle können bei Polarsteps schauen, wie wir und wo wir gereist sind. Auch da sieht man das ganz genau. Und da gibt es dann auch immer eine kurze Information. Also da habe ich ein paar Zeilen dazu geschrieben, zu dem jeweiligen Stellplatz, wo wir waren. Und es gibt auch Bilder dazu, sodass man sich so einen kleinen Überblick verschaffen kann, wie es dort ausgesehen hat. Wir haben gerade eine Kaffeepause gemacht und jetzt geht es weiter auf der Autobahn Richtung Klüsserath. So, wir haben gleich Klüsserath erreicht, noch sind wir auf der Autobahn, verlassen gleich die Autobahn und da vielleicht nochmal, das muss ich nochmal erzählen, dieses Treffen in Klüsserath sollte eigentlich Ende Mai stattfinden. Aufgrund des Hochwassers, was zu dem Zeitpunkt dort war, war es nicht möglich, dieses Treffen dort stattfinden zu lassen. So ist es jetzt verlegt worden auf Ende Juni, also genau vom 27. bis zum 30. Juni ist jetzt dieses große Treffen. Und es werden mehr als 500 Fahrzeuge erwartet. Mal schauen, wie viel es werden. Ja, die Strecke ist hier gesperrt Richtung Klüsserath, also bis zum Campingplatz oder Stellplatz ist aber alles frei. So, jetzt sind wir gleich da. Man sieht schon hier die Wohnmobile alle verteilt auf der Wiese hier. Ist schon enorm, wie viele Fahrzeuge jetzt schon da sind. Nach 300 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Was wir weiter im Hintergrund sehen, das ist nicht der Stellplatz, wenn ich das richtig sehe. Das ist, glaube ich, der Campingplatz. Der liegt direkt neben diesem Stellplatz. Dort findet das Treffen nicht statt, aber stehen kann man dort natürlich auch. So, jetzt sind wir hier an der Zufahrt vom Stellplatz. Links ist der Campingplatz und rechts geht es zum Stellplatz. Das Wohnmobil, was wir gleich vorne hier links sehen, die beiden werden viele kennen, das sind Uto und Günther. Sie haben zeitweise den Stellplatz von Spätzle Fritz in Spanien gemanagt. Hallo. Ich habe dich schon von Weitem gesehen. Ja, so, fährst du schon weg, oder? Ja, wir wollen unsere Freunde, die haben den Bäcker mit Bier gehabt. Ach, da hast du doch schon mal von erzählt, ja. Ich sag mal, die wollen wir jetzt helfen. Alles klar. Alles Gute. Du kannst meinen Platz, bin ich ruhig gestanden. Ja, Wolfgang, der wird schon irgendwas finden für mich. Okay. Danke. Hier, hallo. Hier sehen wir vorne links die Entsorgungsstation. Da steht schon eine junge Dame, die ist am Entsorgen, wahrscheinlich ihre Kassette leeren. Hier kann man also entsorgen. Hallo, Gabi. Und haben Sie ganz nach hinten verfragt? Ja. Die letzten Meter, da ist die Zufahrtsstraße etwas schmal, aber man kommt durch. So, jetzt werden wir gleich bestimmt irgendwo empfangen oder müssen erstmal einchecken und sehen, wo wir einen Platz hier finden. Gucken, wer dort alles ist. Wir haben ja schon die Gebühr für die, guck, der Wolfgang fährt da schon. Wir haben die Gebühr ja schon für die Veranstaltung bezahlt. Den Stellplatz müssen wir jetzt noch mal extra bezahlen. Mal gucken. Hallo. Hallo. Moin, Wolfgang. Hallo zusammen. Uns geht's gut, wie geht's dir dann? Ja, auch gut. Ja. Nein, hast du einen Platz für uns? Wir haben Platz für dich, verreserviert, du bekommst runter, fährst mir nachher nach. Ja.
kümmerst dich jetzt hier um den ganzen Schriftkram, den Blödsinn und dann geht's ab runter zu deinem Platz. Alles klar. Bis später. Bis später. Also eben, du musst es ja hier. So, das brauchst du, glaube ich. Wo muss ich jetzt hin? Die brauchen das hier. Die brauchen das. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Hartmut. Hallo. Hallo. Und es werden jetzt viele Bekannte über Ja, ja. So, das habe ich. Kennt uns alle gar nicht. Nein, also ich habe in den letzten Tagen Hunderte gesehen, Tausende Ja, Leute gesehen. ja, Irgendwo weiß ich, dass ich euch schon gesehen habe, Ja, ja. aber wo, Ja. weiß ich nicht Immer mehr. hier. Immer hier, okay. Okay, Ja, das ist für das komplette Wochenende dann. Ja, ja. bis Sonntag bleibt ihr. Frau, hier, ne? ja, Ich hab's dann besonders. Nee, ich auch nicht, ich hol's ihm. Probieren muss. Nur sie können das nicht. Ja, also euer Markisenbanner ist sensationell. Was zum Lesen, damit du denn Ja, keine Langeweile hast. alles super. Danke euch. Super, alles klar. für Harto Video. Ja, schön. Viel Spaß. Ja, das haben wir Und hoffentlich, Wetter ja. haben wir extra für euch. Ja, das ist ja genial. Genial, das Wetter, ne? Für Rieder steht der Eiswagen schon da oben. Ah, Mann, besser kann es ja nicht sein. Wir haben Donnerstag, den 27. Juni und etwa Mittagszeit. Viele sind aber schon am Mittwoch angereist. Deshalb sind schon einige hundert Mobile hier auf dem Platz. Die Stellplatzgebühr hat 32,50 € gekostet für 3 Übernachtungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es immer noch freie Plätze. Also wer spontan hier noch herkommen möchte, kann das noch auf jeden Fall tun. Er wird auf jeden Fall auch einen Platz bekommen. Stand jetzt am Donnerstagnachmittag. Wer mal sehen möchte, wie viele verschiedene Modelle es an Wohnmobilen gibt, der muss mal hierher kommen. Der kann sich hier einiges anschauen. Vom kleinen Kastenwagen bis zum ganz großen Liner. Hier ist alles vertreten. Hier ist schon richtig was los hier. Es gibt hier Plätze mit Strom und ohne Strom. Da muss man sich vorher beim schlau machen, beim Einchecken, ob es noch freie Plätze mit Stromanschlüsse gibt. Auf dieser Veranstaltung wird natürlich nicht nur Party gemacht, sondern es gibt auch andere Dinge. Zum Beispiel eine Planwagenfahrt kann man hier machen. Es gibt eine Podiumsdiskussion und vieles mehr. Alle Informationen dazu findet man auf der Internetseite unter Wohnmobiltreffen klüsselath.de. Wir haben uns einen Platz ausgesucht, wo man auch Satellitenempfang hat, falls wir mal alleine Fußball schauen wollen, damit wir dann auch die Möglichkeit haben. Direkt an der Mosel gibt es auch schöne Plätze, kann man stehen. Allerdings sind auch dort hohe Bäume und eventuell hat man keinen Fernseherempfang. So, wir haben unseren Platz eingenommen. Und jetzt gibt es ein paar Bilder vom Platz und was hier so alles los ist. An dem Hauptweg vom Stellplatz stehen Gewerbetreibende, die ihre Produkte anbieten, ganz unterschiedlicher Art. Meistens sind es keine großen Unternehmen, sondern eher kleinere. Ich lasse die Bilder mal laufen, man bekommt dann einen Eindruck, was für Produkte hier angeboten werden. Ich habe nicht alles oder zeige hier nicht alles, aber es ist eine kleine Übersicht. Ja, hallo. Der Mann mit der Kamera. Der Mann mit der Kamera, ja, hallo. Hi. Hi, ja. Schön euch wiederzusehen. Ja, Dito. Gleichfalls. Ja. Einmal im Jahr sieht man sich meistens. Genau. Oder manchmal auch häufiger. Meistens schaffen wir das auch häufiger. Manchmal Ja. auch 2 oder 3-mal, ja. Es gibt hier auch eine Verlosung und der erste Preis ist dieses Gefährt, was man hier sieht. Wer sich also für Campingzubehör interessiert, der sollte sich vielleicht noch auf den Weg machen, kurz entschlossen hierher zu kommen. Hier gibt es einiges zu sehen. Es läuft ja gerade die Fußball-EM und da gibt es ja auch die Möglichkeit, das gemeinschaftlich sich anzuschauen. Es gibt über das gesamte Wochenende ein Programm und das findet hier dann so im Zentrum statt mit entsprechenden Getränken und natürlich gibt es auch was zu essen. Das Ganze wird hier ja von Wolfgang Horsch und seinem Team organisiert und da gucken wir mal auf die Eröffnung. So, wie gesagt, herzlich willkommen. So, viele haben mich gefragt, wie kriegt ihr so eine Veranstaltung in dem Umfang hin? Also ich sage es euch gleich, das ist keine One-Man-Show. Da liegt ein Jahr Arbeit im Vorfeld dran und jetzt möchte ich deswegen auch mal einen Teil von unserem Orga-Team vorstellen. Claudia, Micha, Manu, Ralf, kommt mal alle hierher.
noch eine Claudia, der Harry, die Sabine, Frank Hüß, Vicky Schilling, Horst Schilling, nochmal eine Gabi, Jürgen, Detlef, Barbara, Uwe Erdmann, Marco Seer und meine Enkeltochter, mein Enkelkind, würde ich sagen. Jamie ist noch nicht da. Die kommt erst morgen. Also da steht ein ganzes Team und aufgrund der Terminverschiebung wegen dem Hochwasser, das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, ist nur ein geringer Teil vom Orga-Team da. Aber im Hintergrund arbeiten wir alle noch gemeinsam. Aber wir haben noch einen vergessen. Ich bin der Tombola hier vorgefahren. Also wer es noch nicht gesehen hat, das ist der erste Preis. Unser Tombola mit Ralf. Bitte? Es gibt einen neuen Bürgermeister. Das ist Werner Lex. Den bitte ich jetzt mal hierher, dass er auch noch ein paar Worte sagt. Und, hat mich sehr gefreut. Der Wolfgang hat mich angerufen, ob ich hier das Fass anstechen machen darf. Und ich freue mich sehr und ich freue mich, dass ich so viele Leute hier begrüßen darf in Glüsserath. Also nochmals vielen, vielen Dank. So, jetzt machen wir den offiziellen Teil. Danach erkläre ich euch noch ein bisschen was zum Programm. Und ich bitte jetzt Werner, ich gehe schon mal in Deckung, weil das hat das letzte Mal nicht so gut geklappt. Schon ausgesehen wie eine Sau. Ich trinke mein ganzes Leben lang kein Bier, aber ich hatte genug Bier an mir. Also, 1, 2, 3. Oh. Drei. So. Prost. So, jetzt machen wir die ersten Gläser. Zieht hier Wander voll. Die könnt ihr hier abholen kommen. Ja, das war so ein kleiner Überblick über das internationale Treffen hier in Glüsserath, Wohnmobiltreffen. Ich werde natürlich noch ein Video über dieses Treffen erstellen. Das wird aber erst in der nächsten Woche sein, bis es dann fertig ist. Da werden wir dann noch mehr über diese Dinge hier berichten. Ich sage erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.